Hi, ich bin Per von Rund Europa. Heute will ich euch eine der CROAG Diesel Standheizungen der 2024er Generation vorstellen. Sie kann universell verbaut werden. Das bedeutet also entweder in PKWs, Vans, Wohnmobilen oder auch in kleineren Räumen oder Häusern wie zum Beispiel Garten- oder Tiny-Häusern. Die Geräte der aktuellen Generation sind nochmal in der Leistung optimiert und bieten eine neue App-Steuerung. Im Lieferumfang soll alles dabei sein, was ich komplett zum Einbau benötige. Das will ich mir mit euch genauer anschauen und überprüfen, denn für knapp 100 € erwartet man eigentlich keine Wunder. Ich will außerdem wissen, was ich zusätzlich an Material für die Installation benötige und viel wichtiger noch, was braucht die Heizung letzten Endes? Wie viel Strom benötigt sie? Wie hoch ist der Dieselverbrauch? CROAG hat mir die Heizung zum kostenlosen Test überlassen und wir werden zusammen gleich das Paket auspacken, die Heizung auf einen Prüfstand montieren und natürlich uns die Funktionen zur Steuerung entweder über die Fernbedienung, das Bedienpanel oder über die Bluetooth-App anschauen. Ach ja, am Ende bekommt ihr von mir noch einen 10% Rabattcode für die CROAG Dieselheizung auf Amazon. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Rund Europa. Folgt uns auch hier auf YouTube, auf Instagram und unter www.rund-europa.de. Das Paket kam gut verpackt bei mir an. Nach dem Öffnen liegt direkt oben die Bedienungsanleitung auf und der große 10 Liter Dieseltank. Da ist noch irgendwas drin. Kleines Tütchen mit den Befestigungsmaterialien bzw. mit dem Schlauchanschluss, den man braucht, um die Dieselleitung zu befestigen. Das ist der Zubehörkarton. Da ist einmal der Schalldämpfer für den Auspuff, die Dieselleitung, Kraftstoffleitung, der Kabelbaum, vorkonfektioniert mit einer 20 Ampere Sicherung in dem kleinen blauen Sicherungskästchen. Dann ein flexibel verstellbares Warmluftrohr, das ist ein bisschen kurz. Ein T-Stück für die Warmluft. Verschiedene Befestigungsmaterialien, Kabelbinder, Schlauchschellen, Schrauben. Die Kraftstoffpumpe, die ist auf beiden Seiten mit jeweils einer Endkappe versehen, weil die gefüllt ist. Das Warmluftendstück oder der Auslass. Das hier ist das Abschlussstück für die Luftansaugung, also ein Grobfilter und die flexible Frischluftzufuhr. Und hier das flexible Metallabgasrohr. In der zweiten Hälfte gut gepolstert sind die empfindlicheren Elektronikteile, die Fernbedienung, das Bedienpanel, da ist noch eine Schutzfolie auf dem Display und natürlich die eigentliche Heizung. Unten ist eine Gummiplatte dran an der Grundplatte. An der Seite ist ein Typenschild. Auf der einen Seite, wo die kalte Luft angesogen wird, ist ja auch eine Kappe drauf. Und die Öffnung, die wir jetzt gerade sehen, da wird nachher das Warmluftrohr aufgesteckt und verschraubt, womit ich die Wärme dann im Raum verteile. Dann starte ich jetzt mit der eigentlichen Installation der Heizung. Ich starte mit dem Tank. Man findet ehrlich gesagt überhaupt keine wirklichen Informationen in der Bedienungsanleitung, wie das Ganze zusammengesetzt wird. Es erschließt sich letzten Endes von selbst. Aber der Tank war tatsächlich das frickligste, denn es sind keine Bohrungen vorhanden für den Anschluss des kleinen Nippels, wo man den Dieselschlauch bzw. die Kraftstoffleitung anschließt. Ich habe dann da ein Loch reingebohrt und ein Drahtstück eingeführt. Da stecke ich jetzt diesen kleinen Aluminium
Nippel, wo man nachher die Kraftstoffleitung aufsteckt. Da stecke ich auf diesen Draht und ja, biege das so ein bisschen um, sodass ich das jetzt von außen rausziehen kann. So, da kommt er jetzt durch meine Bohrung. Zack, da ist er. Jetzt kommen eine Gummidichtung, ein Gummi-O-Ring und die Überwurfmutter drüber. Da schraube ich mit der Hand so ein bisschen handwarm fest. Nachher das letzte Stück greife ich dann tatsächlich mit einer Zange drauf und ziehe das mit dem Schraubenschlüssel fest, sodass der richtig befestigt und dicht vor allem ist. Dann kommen die Leitungen drauf. Da sind diese kleinen Schellen, die sind in ausreichender Zahl vorhanden. Ist sowieso, das gesamte Material ist super ausreichend. Also die Länge des Schlauchs sind, glaube ich, 3 Meter und es sind genug Schrauben, Kabelbinder, kleine Schlauchschellen dabei. Da habe ich jetzt gerade die Dieselpumpe auf diese Gummihalterung geschoben. Die soll vermutlich so ein bisschen auch verhindern, dass, wenn ich das an einem Fahrzeugboden montiere, die Pumpe, dass sie das Tackern, den Schall überträgt. Das ist trotzdem ziemlich laut, wie wir nachher feststellen werden. Da montiere ich jetzt gerade die Halterung für das Bedienpanel. Das finde ich ein bisschen unsauber gelöst. Da ist der Schrumpfschlauch nicht ganz bis in das Gehäuse des Bedienpanels eingeführt, sodass da einzelne Drähte rausgucken oder beziehungsweise die Isolierungen zu sehen sind. So, jetzt passe ich mal eben den Abgasschlauch an und schraube das probeweise fest. Es macht auf jeden Fall Sinn, nachher vor der Endmontage das wieder abzunehmen, weil der sehr, sehr starr ist. Das heißt, wenn man den durch irgendwelche Öffnungen nachher bringen muss, dann sollte man das dann biegen und dann zum Schluss festschrauben. Da ist auch schon der schwarze Frischluftschlauch zu sehen und die Kraftstoffleitung jetzt auch an der Heizung montiert. Die Frischluftzufuhr ist super flexibel, ganz im Gegensatz zu dem Auspuffrohr. Da breche ich mir gerade ziemlich einen ab. Ich habe es dann wieder demontiert, wie man da sehen kann. So, jetzt kommt gerade der Anschluss der Dieselpumpe. Der Kabelbaum ist super einfach zu montieren. Es sind bloß 3 Steckverbindungen. Das ist selbsterklärend, weil die passen nur jeweils aufeinander. So, erste Inbetriebnahme. Wir haben die Powerbox eingeschaltet und wir versuchen jetzt mal die Heizung in Betrieb zu nehmen. Dazu gebe ich hier mal 12 Volt Ausgang frei. Jetzt gucken wir mal. So, dann starte ich jetzt die Heizung über das Bedienpanel. Und ja, das können wir jetzt abbrechen an dieser Stelle, weil die Spannungsversorgung über die EcoFlow brach dann tatsächlich zusammen. Das mit meinem Prüfstand und dem Betreiben mit der EcoFlow River 2 Pro funktionierte nicht. Ich habe mich dann entschlossen, die Heizung in unsere Gartenhütte einzubauen und über ein Schaltnetzteil zu betreiben. So, das ist unsere Garten- bzw. Saunahütte und da habe ich meinen Prüfstand nun installiert. Ich habe 5 Liter in den Tank eingefüllt und eine Markierung gesetzt. So, schalten wir die Heizung mal an. In ausgeschaltetem Zustand kann man die Dieselpumpe betätigen, manuell, wenn man diese beiden Knöpfe hoch und runter 2 Sekunden drückt. Das benötigt man aber eigentlich ja nur, wenn die Dieselleitung nicht gefüllt ist. So hört sich das dann an. Ob es daran liegt, dass ich es nicht gefunden habe oder es tatsächlich nicht funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall konnte ich die Zeit nicht in der App ändern, sondern musste die Uhrzeit an dem Bedienpanel einstellen. Das hier ist jetzt der Startbildschirm der dazugehörigen App auf meinem Tablet. Über das Zahnrad kann ich in die Einstellungen gehen. Hier kann ich Temperatur und Höhe in den Einheiten umschalten. Hier kann ich die Sprache wechseln. Und bei Zeiteinstellungen finde ich nur die Möglichkeit, den Timer zu stellen, also die Start- und die Endzeit der Heizung festzulegen, aber nicht die Uhrzeit. Es gibt die Möglichkeit, einen Timer festzulegen, also eine Start- und eine Endzeit pro Tag.
Was mir bei der App ganz gut gefiel, ist die Möglichkeit, oben über das Zahnrad wieder die Benutzerhilfe aufzurufen. Dort habe ich die Möglichkeit, entweder direkt mir die Bedienungsanleitung herunterzuladen bzw. anzeigen zu lassen. Wir haben hier die F-Serie. Das heißt, da kommt dann die Anleitung, die ansonsten als Heftchen auch mitgeliefert ist. Ich habe also hier die Möglichkeit, mir jederzeit nochmal genau anzuschauen, wie funktioniert das mit dem Bedienpanel, wie stelle ich Timer ein, wie schalte ich an, aus, wie ändere ich die Heizstufen und so weiter. Das ist also alles direkt an der Hand, wenn man die App installiert hat. In dem Bereich darunter, FHQ, findet man nur 3. Unter anderem, wenn Dieselgeruch wahrnehmbar sein sollte, gibt es dort einen Lösungsansatz. Und auch den Hinweis auf Fehlercodes, was ein bisschen doof ist. Die Fehlercodes, die sind dann da nicht zu sehen, sondern man müsste dann wieder in die Anweisung, sprich in die Anleitung gehen. Ja, wenn sich die App nicht verbindet, ist ein ziemlich ausführlicher kleiner Abschnitt dem Ganzen gewidmet. Das liegt vermutlich daran, dass es 2 Apps noch auf dem Markt gibt im App Store und man die 2024er Version benutzen muss. Jetzt starte ich mal manuell aus der App heraus die Heizung. Dazu geht man unten auf den Button Heizen. Man wird dann nochmal gefragt, will man das wirklich? Ja. Und dann gibt es dann die Möglichkeit, über die Plus- und Minus-Taste die Heizstufen einzustellen zwischen 1 und 6. Ich habe jetzt mal 1 gewählt. Und oben kann man sehen, okay, das Gerät startet, es steht da Gang, das soll wahrscheinlich Startvorgang bedeuten, wie auch immer. Darunter steht Zündung und die Dieselpumpe fängt dann auch gleich an. Erstmal hört man nur die Lüftung. Irgendwann wird die Dieselpumpe dann schneller. Was übrigens total spannend ist, auch bei meinem 200 Watt Schaltnetzteil, da sinkt die Spannung mal eben ganz entspannt auf 9 Volt ab. Das heißt, vermutlich ist mein Netzteil auch nochmal ein bisschen zu schwach dimensioniert, sodass der Spannungsabfall da richtig groß ist von 12 auf 9 Volt. Aber das stört die Heizung nicht, sie startet trotzdem. Nach recht kurzer Zeit ist die Heizung dann gestartet und die App zeigt oben Laufen an und man kann gut sehen, in der Mitte unter der 1 steigt jetzt auch gleich die Temperatur der Heizung an. Das ist mal ein kurzer Blick nach außen auf den Auspuff, beziehungsweise hier sieht man den Schalldämpfer. Es ist außen wirklich sehr, sehr leise und ja, ein bisschen Rauch kommt raus. Während des Startvorgangs qualmte sie vorhin ein bisschen. Das ist jetzt mal ein Blick während des Betriebs. Da ist ehrlich gesagt nicht viel zu sehen. Hier nun mein Fazit. Ich bin ehrlich gesagt begeistert von der kleinen CROAG-Heizung. Für roundabout 100 € bekommt man hier einen wirklich ordentlichen Dieselheizer für viele Anwendungsszenarien. Ob sie wirklich 8 kW leistet, das bezweifle ich, aber für unsere Gartenhütte reichte es vollkommen und ich denke, ein Auto, Van, Wohnmobil kann man damit auf jeden Fall bequem beheizen. Die Bedienung über das Panel ist nicht wirklich flüssig und intuitiv, die App hingegen schon. Die Fernbedienung hat ja nur rudimentäre Funktionen. Die Anleitung, ehrlich gesagt, ist ein wenig dünn, also mit recht wenig Informationen. Man findet zum Beispiel keine wirkliche Installationsanleitung oder gar technische Daten. Somit konnte ich auch gar nicht wissen, dass meine EcoFlow River 2 Pro die Heizung gar nicht betreiben konnte. Dann kommen wir mal zu meinen gemessenen Daten. Im Einschalt- oder Zündvorgang zieht die Heizung etwas über 10 Ampere. Wenn der Startvorgang beendet ist, dann fließen etwa noch 2 bis 2,5 Ampere. Auf der größten Stufe nachher im Regelbetrieb ging das Ganze auf etwa 1 Ampere herunter. Also ich empfehle für den stationären Gebrauch auf jeden Fall ein Netzteil mit 200 Watt oder eben den Betrieb an einer ausreichend dimensionierten Bordbatterie im Wohnmobil oder wo auch immer.
Der Dieselverbrauch ging auch vollkommen in Ordnung. Bei etwa 5 Grad Außentemperatur ließ sich die Croag Dieselheizung unsere Gartenhütte auf etwa 20 Grad aufheizen und einen ganzen Tag lang halten. Der Dieselverbrauch hängt natürlich von mehreren Faktoren ab. Mein gemittelter Verbrauch hielt sich aber auf jeden Fall mit ca. 250 bis 300 Milliliter pro Stunde im vom Hersteller angegebenen Bereich. Alles in einem kann ich die Dieselheizung nur empfehlen. Wie langlebig das Gerät nun wirklich ist, kann ich natürlich noch nicht bzw. jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich werde sie allerdings in der Hütte fest installieren und vielleicht gibt es dann im nächsten Jahr mal ein Review dazu. Vorteil ist auf jeden Fall, dass im Netz auch jede Menge Ersatzteile für die Heizung zu finden sind. So fand ich gestern zum Beispiel einen 5er-Satz Glühstifte oder Glühkerzen für knapp 15 Euro. Lächerlich. Falls ihr euch die Heizung zulegen wollt, mit diesem Rabattcode bekommt ihr 10% Rabatt auf den schon günstigen Preis. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Klickt doch auch mal auf www.rund-europa.de oder schaut euch hier auf YouTube unsere Reiseerlebnisse, Wohnmobil- und Landvergnügen-Stellplatzvorstellungen und Techniktipps an. Du findest uns übrigens auch auf Instagram.